So, Kameras laufen. Rechtzeitig vor der Fähre habe ich sie eingeschaltet. Hoffentlich geht's ja auch die Fähre. Das wird Klaus ja wohl auf dem Schirm haben, ob die geht, oder? Ah ne, jetzt kommt ja erstmal die Brücke. Die Brücke kommt ja erst. Oh Gott, ey. Schon wieder zu früh eingeschaltet. Bis wir bei der Fähre sind, ist der erste Satz Akku schon wieder leer gelutscht. Die ist schon wieder kommen da. Wenn der Kerl nichts zum Brudler hat, der. Naja. So, Freunde. Willkommen zur 6. Episode unserer Schottland-Tour mit Klaus, Jackie, Ralf, Elke, Hoffe, seiner kurzen und natürlich mit Spatzel und mir. Ja, und endlich sind wir so richtig angekommen und beginnen unsere Erkundungstouren. Und da fiel die Wahl für das heutige Ausflugsziel auf den berühmten Glenfinnan Eisenbahnviadukt, welchen spätestens seit den Harry Potter Filmen wohl jeder schon mal gesehen hat. Wie jeden Tag, so soll auch heute wieder der Dampfzug über die Brücke fahren und wir wollen uns das ansehen. Klaus führt uns an, das wird er die nächsten Tage eigentlich immer tun und er will mit uns die Fähre bei Corran hinüber nach Morven nehmen. Von dort geht es dann am westlichen Ufer des Loch Linney nach Glenfinnan. Gesamt sind es etwa 110 Kilometer dorthin. So Freunde, wir sind in den Highlands. Gerade eben haben wir das Schild passiert. Zwar nur am äußersten südlichen Zipfel, aber wir sind drin. Und jetzt dürfen wir uns offiziell Highlander schimpfen. Joa, geradeaus. Ja. Auenland. Hast du den jetzt vor die Nase gefahren? Linksverkehr. Davor hatten wir ehrlich gesagt den meisten Respekt. Und dann, nach einer halben Stunde, war das Thema durch. Du fährst auf der linken Seite, der Kreisverkehr geht andersrum und im Kopf macht's irgendwann Klick. Nur an der Kreuzung musst du aufpassen, weil dein Reflex sagt, guck links, aber der Verkehr kommt von rechts. Das kostet die ersten Male echt Überwindung. Aber nach ein paar Stunden fühlt sich's an, als ob's nie anders war. Und außerdem habe ich ja immer noch Spatzel als WSO hinter mir. Hinter uns ist niemand, also kann man langsam fahren. Lass uns weg, hier ist wieder so eine scheiß Aussicht, ey. Ja. Ey, mit dir kann man echt nirgends hinter. Das ist nicht auszuhalten. So, aber jetzt kommt sie gleich, die Fähre. Ja. Bis eben war noch super Wetter. Jetzt guck sie an, die Scheiße, ey. Ja. Warte 10 Minuten, dann wieder weg. Ja, mit euch schon mal irgendwo hinfährt, da. Irgendeiner hat gestern wieder nicht aufgegessen, oder? Ja, Schottland und Wetter, das ist so eine Sache. Du fährst los, Sonne, blauer Himmel, denkst dir, geil, heute wird's. 10 Minuten später Regen, nicht so ein bisschen Niesel, nee, horizontal. Dann wieder Sonne, dann Hagel und dann alles gleichzeitig. Die Schotten sagen, wenn dir das Wetter nicht gefällt, warte 10 Minuten. Ich sag, wenn dir das Wetter nicht gefällt, fahr 10 Kilometer, reicht auch. Das Einzige, was hier zuverlässig ist, ist, dass nichts zuverlässig ist. Und genau deshalb packst du morgens die komplette Garderobe ein. Von Sonnencreme bis Taucheranzug. Willkommen in Schottland. So, jetzt sind wir an der Fähre von Corran. Gucken, dass nicht so voll ist. Das muss es sein. Ich hoffe, dass sie fährt. Siehst du was? Nee, noch nicht.
eigentlich gar keine. Weder hier noch da. Aber ein Auto steht. Nein, auf dem Wasser. Da ist eine, rechts. Was? Da drüben ist eine. Die liegt da ja nur. Die muss links sein. So. Der wird ja da... Der wird sich ja wohl auskennen da, oder? Der da steht. Oh, jetzt sagt er uns schon was. Ach, das ist der. Nein. Mach mal aus. Willi. Ist gesunken, oder was? Okay. Was? Ja, echt. Wer ist nicht? Me? We tried to go this way and then to Glenfinnan. Glenfinnan. Yeah. Yeah. But it was so nice with the ferry. It's nice to be a prize. We did it already 5 years ago, so this was a nice trip. Do you think we'll be fair soon, or maybe? I don't think so. But it's higher to be a buyer. Okay. Yeah. From Germany? No. Oh shit. Hätten wir mitbringen können. We can take it, we come from Germany. Sagt das nicht so laut? Ja, bestell dir keine Scheiße aus Deutschland. Kriegen nix hin. Geht die Fähre nicht? Fähre ist kaputt. Fahren? Wo wollen wir hin? Ist hier trotzdem eine Toilette? Das wäre nicht schlecht. Hier ist Toilette. Ja, bitte. Ah ja, da steht WC, auch Behinderten. Ein behindertes WC gibt's ja auch. Okay. Haben die auch auf, wenn hier die Fähre nicht fährt? Das weiß ich nicht, so weit bin ich nicht. Ich im Busch. So, das war unser Ausflug heute. Das Video ist zu Ende. Tschüss. Naja, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber die andere Seite werden wir heute nicht sehen. Der freundliche junge Mann hat uns mitgeteilt, dass die Fähre derzeit aus technischen Gründen außer Betrieb ist und hier bis zum Eintreffen und Einbau des bestellten Ersatzteils aus Deutschland kein Fährbetrieb stattfindet. Für uns heißt es hier jedenfalls kehrt Marsch und außen am Loch herum. Vorbei am Ben Nevis und durch Fort William. Ja. Okay. Was hat er gesagt? Warum wohl ja? Soll ich da stehen? Rechts rein. Und in die Richtung da, ne? Ja. Gott, wie ist das unromantisch hier. Das habe ich aus dem Harry Potter Film ganz anders in Erinnerung. Genau, die Mülltonnen etc. pp. Ja, dann Wenn der in seinem langen Mantel da mal weggeht, dann passt da auch noch einer hin. Spatzel, willst du mal absteigen? Ja. Da sind wir also beim Glenfinnan Eisenbahnviadukt, den man vom Parkplatz aus gar nicht sehen kann, und es liegt ein längerer Fußmarsch vor jedem, der sich die Sache genauer anschauen möchte. Also die Motorradklamotten ausgezogen und der Meute folgen. Spatzel und ich bleiben bei den Mopeds. Ich bin wegen der Schläuche im Schritt zurzeit sowieso nicht so gut zu Fuß, also passt das schon. Mit meinem Handy habe ich das Panorama voll unter Kontrolle und warte.
Ja, und weil wir pünktlich sind, brauchen alle gar nicht so lange zu warten, bis sich The Jacobite am gegenüberliegenden Ende des Viadukts erst hören und dann blicken lässt. Ist ja immer ein ziemlich beeindruckendes Schauspiel, so eine echte Dampflokomotive zu erleben. Kennt man ja heute gar nicht mehr so richtig. Und das finden die vielen Leute scheinbar auch. Es herrscht hier jedenfalls ein ziemlicher Andrang. Was sich da so fast mühsam und unter heiserem Gepfeife über den Viaduktberg aufquält, ist übrigens die 44871, eine 10-Wheeler Black 5 der West Coast Railway Company von 1945. Im Film wird der rote Hogwarts Express jedoch von der 5972 Olton Hall der Great Western Railway gezogen, deren ursprünglich grünes Farbkleid man für diesen Zweck vorübergehend rot überlackiert hat. Ja, und dann verschwindet der Zug hinter den Büschen und fährt weiter Richtung Endstation Mallig und die Meute macht sich auf den Rückmarsch zum Besucherzentrum oder zum gegenüberliegenden Monument am Ufer des Loch Shiel, welches 1815 zum Gedenken an Charles Edward Stuart und den letzten Jakobitenaufstand von 1746 errichtet wurde. Ständer hast du drinne? Da, hinter Hoffe. Wer? Hoffe. Ihr, Klaus sieht euch nicht. Weil die so schmal sind. Die Perspektive verzerrt. Zieh mal ran. Ja. So, das war Glenfinnan Viadukt. Glenfinnan. Schön war's. Und wir haben den Zug gesehen. Und gehört. Ich bin mal gespannt, was das für Aufnahmen werden. Ihr habt es ja jetzt schon längst gesehen. Gerade eben habt ihr gesehen, was das für Aufnahmen waren. Wir müssen erst wieder warten, bis wir zu Hause sind. Du scheiß Zeitblase. Die Zeitblase. Genau. So, und was ist das für ein Transendenkmal hier? Klaus, was hast du gesagt? Rechts, das ist Bonnie Prince Charlie, ein ehemaliger schottischer König. Der sich Frauenklamotten angezogen hat? Der ist von den Engländern abgehauen. Die wollten ihm ans Leder. Schottische Leder. In dem Falle. An Rock. An Rock dran. Und der ist hier dann auf der Flucht an Land gegangen. Und später hat er dann die schottischen Truppen gegen die Engländer nochmal geführt. In der Nähe von Inverness. Und da war das dann relativ schnell vorbei. Da sind innerhalb von 45 Minuten 1100 Schotten erledigt worden von den Engländern. Weil die wollten sich die Schmach von Bannockburn natürlich nicht nochmal antun und haben die finale Schlacht. Spielverderber. Engländer halt. Können nicht verlieren. So. Gut, also das war jetzt Glenfinnan. Ja, und das Wetter ist wieder super geworden. Guck mal, ein Bär. Nee, ein Schaf. Nee. Was du? Entweder ein kleines Pferd oder ein großes Schaf. Ah nee, wir sind ja gar nicht in den Karpaten. Wir sind nämlich in Schottland. Falls einer eingeschaltet hat und sich fragt, wo treiben die sich schon wieder rum. Dieses Jahr nach Schottland. Beim Whisky-saufenden Bergvolk. Genau. Haben wir gedacht, wir fahren dieses Jahr mal nach Schottland, nachdem wir ja letztes Jahr in Rumänien waren. Habt ihr ja gesehen. Und wenn nicht, dann verlinke ich hier mal die Playlist für unsere Rumänien-Tour 24 und dieses Jahr sind wir in Schottland. Ja. Und weil das Wetter so schlecht in Deutschland ist, haben wir gedacht, wir fahren nach Schottland. Genau, weil wie man sieht, ist hier super Wetter. Besser als in Deutschland. Gut, man muss natürlich ein paar Nachteile in Kauf nehmen. Zum Beispiel fährt man hier auf der verkehrten Seite. Aber sonst alles prima. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ich hatte mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt. Weil wir Komischerweise. Engländer dann mit im Auto sitzen und das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. So selbst fahren funktioniert. Wollen wir mal heute da rechts reinfahren, wo du gestern der Meinung warst, dass es nicht erlaubt ist?
damit wir nicht in dasselbe Etablissement gehen. Wir haben uns da gestern so schlecht benommen. Peter, erzähl doch mal, was hast du gemacht, als du drin warst? Ja, was habt ihr gemacht in Schottland? Ja, wir sind jeden Tag dieselbe Straße gefahren, waren jeden Tag im selben Café. Oh Gott. War gut da. Du hast ja auch jeden Tag dieselbe Frau. Ja. Oh. Oh. Kam jetzt aber alles ziemlich zögerlich. Alle haben gehorcht, was jetzt kommt. Es war gut, dass er jetzt nicht reagiert hat. So, also, ich habe schon genug Lebenserfahrung, um zu wissen, wann ich die Fresse halte und wann nicht. Von die 7 Leben sind nur noch 2 übrig, wa? Ja. Stell die dann immer wieder auf die Probe, aber top dann mit dabei. Das ist. Nee, Oh, alle sind sprachlos jetzt. irgendwas stimmt mit meinem Zehner nicht. Bad Abrach. Guck mal. Denkst du bist zu Hause? Bad Abrach. Das ist ein ziemlicher Berg da, ne? Ja. Das sieht so geil aus. In der Sonne und dann die Wolken alles drauf. Ein bisschen Gas geben, sonst geht gleich Motor gleich aus. Das ist jetzt die Staustufe. Staustufen. Ja. Acht Dinger, ey. Ja. Hier rechts, ne? Ja, rechts. Ja. Im Sinne von dritte Ausfahrt. Denkt der schon Jetzt wieder. sind wir schon völlig durcheinander. Komm, Klaus, blink halt auch. Ja. Diesmal nicht. Nur jeden zweiten Tag. Die auch mal probiere. So, jetzt denke ich, jetzt verarsche ich sie. Ja, jetzt dabei sich. Da habt ihr es! Inkognito. Ja, wie man an unserem Gespräch erkennen kann, wir sind nicht zum ersten Mal in Fort William. Ja, heute Morgen auf der Hinfahrt, aber vor allem gestern schon, als wir nach unserer Shoppingtour nachmittags nochmal los sind und hier im Ort einen Kaffee getrunken haben. Dazu hatte ja Klaus ein Video gemacht, ich hab's mir gespart. So, und jetzt haben wir beschlossen, weil wir nichts anderes finden, zum selben Laden nochmal zu fahren. Gewöhnt euch schon mal dran, wir werden noch öfter durch Fort William kommen. Das ist eben der Nachteil, wenn man über den gesamten Urlaub eine feste Bleibe hat und abends immer wieder in der Unterkunft sein will. Ich werfe mal, ob die aufhaben. Halt die am auf. War das? Da hocken Leute. An unserem Tisch sitzen auch welche. Hey! Scheiß dir mal nicht so! Weg da! Nee, noch ist frei da. Aber wir müssen Tür zumachen, es zieht. Was für eine Weltreise hat der denn vor? Ja, der kommt von auswärts. Der fährt da ins Indianerland. Der hat Survival gedreht mit. Ich bin aber gespannt, was das für eine Videoreihe gibt. Unser Besuch in Schottland. Jeden Tag dasselbe. Das Einzige, was sich ändert, sind die Wolken. Und das Stück Kuchen, was man isst. Intensivurlaub. Genau. Wir sehen zwar nicht viel, aber das, was wir gesehen haben, das kennen wir jetzt auswendig. Hier aber wachsen ganz viele lilane Dinger, wo wir mitnehmen können nachher. Ja, Mir wächst auch kleine lila Dinge. Guck mal, von Eckernförde sind die auch hier. Eckernförde, unglaublich. Der Weiße hier rechts. genau. Ja. Manfred. Manfred auch. Matthias heißt der, ne? Ja. Schnell, Matthias sonst fährt heißt der. bestimmt der dahin. Hast du auch gerade gedacht, ne? Also fehlt hier Immer alle. diese Rockers, ey.
Du kommst hier nicht vorbei! So, aber ich stelle mich diesmal rückwärts hier hin, damit das klar ist. Um einen anderen Blick mal ab, Ralf, ja? oder was? Runter. Weg da. Da fährst du aber weg, du. Das reicht dir. Achso, du fährst da hin. Du ein Glück, du. Oh, 88.000 voll gemacht. Oh, Die schon wieder. So, wir sind jetzt wieder in Fort William und fahren jetzt nicht dieselbe Strecke nach Hause, wie wir heute Morgen gekommen sind, sondern wir fahren einen kleinen Schlenker. Klaus, wohin geht's? Sag, hier habe ich mal keine Ahnung. In die Richtung Benko, ruhig auf Orki und dann quasi in so einem Loop 113 Kilometer. Dann nach Hause. In so einem Loop. Genau, jetzt haben wir gerade noch mal schnell getankt. Gerade noch mal ein bisschen Sprit reingelassen und das war eine der wenigen Tankstellen, wo es was anderes als E10 gegeben hat. Nämlich 98 oktaniges Super Plus und nee, stimmt ja gar nicht. Super war das nur, ne? Ja, also jedenfalls ein E5-mäßiges Oktanzahl stand da noch nie mal drauf. Also wir hoffen, dass es Super Plus war, weil 95 Super, da kannst du ja gleich das E10 tanken. Das hat ja, glaube ich, auch 95, ne? Ja. Also wir hoffen mal, dass es irgendwie 97, 98 war. Ab und zu habe ich kein schlechtes Gefühl, E10 zu tanken, aber die ganze Zeit jetzt, weiß ich nicht. Ich habe mich aber auch noch nie damit befasst mit dem Thema. Ich habe extra nachgeguckt hier, ob meine Dicke hier, meine 2007er, ob die das kann. E10, schreiben sie, ist überhaupt kein Problem. Also BMW schreibt, alle Einspritzer von BMW können das ab. Weißt du, wann aufhören musst damit? Bitte? Weißt du, wann du aufhören musst damit, E10 zu tanken? Weil hier Gras aus dem Tank ist. Achso, ja. Genau. Aber das ist jetzt so über die Saison, wo das relativ schnell wieder verbraucht ist, das kein Problem. Dann kannst du ruhig E10 tanken. Es ist halt nur sobald lange Standzeiten reinkommen in den ganzen Kram, dann setzt sich halt in der Alkohol, der verdünstet und der ganze Rot setzt sich dann in den Düsten überall ab. Man soll das über den Winter nicht drin lassen, das stimmt. Ne? Ich hoffe und Ralf, ich werde euch beiden gleich mal überholen, weil wenn ich hinter euch fahre, dann kriege ich euch nur mit Störungen rein. Gibst du mal, ja, Jalla. Das war vorhin wesentlich besser. Jetzt sag mal was. Ja, jetzt nichts Ende für mich. Nee, das macht keinen Unterschied. Aber jetzt fahre ich wenigstens vor euch. Ach so, naja, gut. er hat uns nicht mehr auf dem Video. Doch, ich filme auch nach hinten. Oh, danke. Oh, ja. Jetzt filmt ihr euch nicht mehr. Nee, ich mache hier 360 Grad für Arme. Also 180 nach vorne und 180 nach hinten. Aha. Kriegen wir wieder nur die Hälfte ab. Wann geht's links? Wann sind wir da? Also das hat hier was von Norwegen, ne? Das, in den Fjorden sieht es ja auch so aus. Das ist echt irre. Okay. Ja. Echt schön. Ich mag das ja sowieso. Berge und Wasser. Ja. Und dann am Ufer entlang fahren. Können den ganzen Tag machen, ehrlich. Ja. Ja. Also das heißt, ich möchte auch mal noch nach Norwegen, wenn das da auch so schön ist. Also, wenn euch das hier gefällt, dann gefällt es euch in Norwegen, in den Fjorden auch. Ganz zweifellos.
Haben wir ja sowieso gesagt, dass wir da auch nochmal hin müssen. Ja. Tja, dann haben wir uns mit Wasser eingedeckt, gerade eben bei Aldi. Und mit Hopfentee. War ja schon nach 10. Weil nämlich die nächsten 2 Tage Sturm und Regen angesagt ist. Da werden wir wohl, wenn überhaupt, nur lokal uns bewegen, da im Dorf. Zu Fuß vermutlich, wenn überhaupt. Und nachdem wir Fressalien genug haben für die nächsten 2 Tage, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir nur noch Getränke genügend. Oh. Dann holen wir halt die Karten raus. Macht ja auch nichts. Nee. Das war uns ja von vornherein klar, dass wenn scheiße Wetter ist, dann bleiben wir auf der Bude. Das, was da kommen soll, muss man nicht. Ja. Also wie gesagt, das ist ein großer Vorteil. Ne? Wenn du eine feste Bude hast für 2 Wochen, dann juckt dich das Wetter im Prinzip nicht. Du nimmst halt dafür in Kauf, dass du einen relativ begrenzten Aktionsradius hast, weil du ja abends immer wieder zu Hause sein möchtest und das heißt so maximal 3, vielleicht 4, aber in Ausnahmefällen vielleicht auch mal 500 Kilometer, aber das war's dann auch. Das heißt 250 hin und 250 zurück, weil du ja auf so einer Straße hier nicht so wirklich doll schnell vorankommst. Muss ja froh sein, wenn du hier einen 60er Schnitt zusammenkriegst. Dann will ich aber auch noch Landschaft sehen. Richtig. Auch wenn du die Kurve schnell genug fährst, ist auch eine Landschaft dran. Ja. Ja, wobei, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man hier nicht zügig vorankommt. Das läuft. Das läuft ganz gut und obwohl die Straßen kurvig und wellig sind, also hügelig, kann man es hier eigentlich gut laufen lassen. Also es sind jetzt nicht irgendwie so unerwartete, scharfe Kurven, wo man jetzt runterbremsen muss wie so ein Irrer. Du kannst es hier echt laufen lassen. Das Fahren hier ist echt angenehm. Nee, ich habe nicht gehustet. Ich weiß nicht, was das war. Ich war das auch nicht. Ja, wenn du mal Klaus da hat, eine Lungenentzündung gekriegt am Morgen. So, erzähl dir mal was Neues. Jawohl. Aber ihr seid jetzt nicht neu, dass wir jetzt hier ein bisschen umfahren. Schlecht, wa? Ja. Das hat schon was. Ja, schon krass.
Das ist schon krass hier. Also das hätte ich nicht erwartet. Solche Berge. Schade, dass wir uns nicht so drehen können wie die 360-Bildkamera. Dafür lasse ich sie ja gerade laufen. Ja, aber ich würde gerne. Ja. Das können wir doch bald im Video gucken, Mutter. Ja. Bald ist also ein dehnbarer Begriff. Ja. Nee. Bald 4 Buchstaben, schnell vorbei. Also Klaus, du hast alles richtig gemacht. Definitiv. Ja. Sogar das Wetter. Oh, rechts ist ja wohl ein. Scheiß. Kein Scheiß. So, wir sind auf dem Pass. Irgendwann geht's hier nach rechts rein und dann kommen wir dann auf die Single Track Road, wo James Bond gedreht worden ist. Aber da fahren wir heute nicht hin, das Nein, heute nicht. lange. Wieso? Erst wenn es regnet oder was? Weil die Drohne leer ist und Die Lasagne wartet. Ja, das wird, Ja, guck mal, rechts, Oh, ich kann mich nicht so weit drehen. dann wird's wirklich spät. jetzt kommt Also, noch mal runter. Ich kann erst zu Hause rechts gucken. Ich präsentiere einen Landfahrt und es kommt noch Fenster. Also, Ich stand ja vorher da. Ich gucke die Landschaft an. oh. Ich bin total begeistert, Klaus. Ich kann das sagen. ja, das ist gut. Totally beghostet. Muss also schon Englisch sprechen, wenn wir schon hier sind. Was machen die Inder denn hier? Und die anderen. Die machen den Fotos, die halten sich gegenseitig die Kamera an die Fresse. Ja, das lohnt sich auch volle Pulle. Absolut. Und Gott sei Dank gibt es 360-Grad-Kameras, die entgeht nichts. Oh, die muss ich mal anmachen. Warte mal. Ich muss noch mal zurück. Ich hab die Kamera nicht an. Ja, du glaubst gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist. Du fährst an den richtig geilen Sachen vorbei und dann machst du erst die Kamera an. Statt dass du vorher machst, ne? Nee. Das kann ja jeder. Du weißt ja nie, was geil wird. Außer hier, das ist eigentlich überall geil. Ich muss mal die Kamera anmachen, da hinten war es gerade ziemlich cool. Junge. Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber ich glaube, da geht man dann rein in das Seitental. Aber da kommen wir dann von der anderen Seite, ne, wenn wir da hinfahren. Das können wir entscheiden, wie wir da hinfahren wollen. Da, wo die jetzt rechts runterfahren, die beiden Heinis da, oder was? Ich glaube, ich muss erst mal die Einfahrt sehen, dann weiß ich's. So viele Möglichkeiten wirst du hier nicht haben, rechts abzubiegen. Ja, das ist das wohl. Weil ich beim letzten Mal am Ausgang von dem Tal habe ich mich hingestellt mit der Drohne und bin hier rumgeflogen. ja, ich glaube, das war. Was ist das hier, ne? Schatz? Genau, hier, Eine links, Bücher- Berg- blende tief, das ist hier die Anfahrt. Ja, Ja. Da fahren wir das nächste Mal rein. I woke up in a king-size bed. Tick of a clock, a stranger to my left. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll do what I want. Spending a Sunday at the gym, trying to fit in. Counting the days until I meet my future husband. I try to be kind to myself. I said, girl, you got this. A whole lot of ticking, not enough time.
tide.